ein Segen erfahren. Diedrich war eine Botschaft, wo uns fehlt von dir aus zu hören. Da word ich nev. Und so ich freue mich auch für die Botschaft, wo er hat reit für uns von dir. Und ich will bloß war gleich ein Bekannter mir angehört, für so wo würden die Botschaft gleich in der Hand über WhatsApp. Ich war in uns Kjoakj-Gruppe, rechecken, das für unsere Bekannten. So, ich brauche dann nicht eine Referent, ich werde bloß automatisch durch eine Kjoakj-Gruppe nennen. Aber wenn hier so sind, die sind hier Jas, die hier nicht hier so, und die würden die gleichen, die Botschaften für die Uwenversammlung. Dort so in Jana wohnt du erst auch ein Papier, wo ihr die Namen und Nummer dann handschreiben, und dann wollen wir die auch schicken. Aber eben für die wird es eine Kjoakj-Gruppe, wo wir die alle diese bloß nennen, und dann haben wir die sowieso. So, wir alle zum Abstimmen, wir anfangen mit dem Gebet. Himmlisch Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir, dass wir hier so kommen, diese Gemeinschaft haben. Wir danken dir, dass Diedrich und Judy sind hier so und dass die hast der Botschaft gibt für uns. Du musst die wieder Kraft geben, denn dort verbringen, was du wirst haben. Wir danken dir, dass wir können singen, dass du uns Stimmen hast hier auf den Instrumenten, Herr. Wir wollen die du da schon loben, für das, was du hast hier tun. Herr, mach den Segen hier so von dir, über das steht sein. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Was Großes getan, gibst den Schwachen Mut, segne das Zerbrachene mit einem Lied voll Lob und Preis. Deine Hand kam mir und hab uns auf, du kamst gelaufen und suchtest uns. Und jetzt ist uns so keiner, der lebt wie du. Herr, mein Überfluss ist die Quelle im Herzen. So gießt dein Gnadenstrom über uns. Wie tief, wie breit, wie tief, wie hoch, deine Liebe, wie tief, wie breit, wie tief, wie hoch, deine Liebe, Herr. Gott, du hast Großes getan, gibst den Schwachen Mut, segne das Zerbrachene mit einem Lied voll Lob und Preis. Deine Hand kam mir und hab uns auf, du kamst gelaufen und suchtest uns. Und jetzt ist uns so keiner, der lebt wie du. Herr, mein Überfluss ist die Quelle im Herzen. So gießt dein Gnadenstrom über uns. Wie tief, wie breit, wie tief, wie hoch, deine Liebe, wie tief, wie breit, wie tief, wie hoch, deine Liebe, Herr. Paulus redet in der Römerbrief, Kjoakj von dir, wo deep, wo hoch, wo weit Gott sein Leben ist für uns und du hast nicht, was uns von dort tragen kann. Wir können wegrennen von Gott sein Leben, wenn wir wollen. Aber dort hast du, wenn wir einmal haben, dort festgehalten. Du hast in Jesus sind gekommen. Nichts kann uns tragen. Das ist der Trost, was wir haben. Nichts kann uns wegnehmen. Nächstes haben wir ein plottische Leid, mächtig in Rat. Feld und Matt liegt, ne Leib, wo nie nicht abhielt.
groot für mich. Iedereen viel Vergebung, der Herr ist gut zu mir. Die Hoffnung für die Welt. Heiland, für die ist nichts unmöglich. Mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Für immer, es in am der Radung, stund ab in jemand den Tod, Jesus jemand den Tod. Nimm mich so, es sagt sie, mit all meine Sinn und Fehler, merk mich wahren, lud mein Glauben stark sein, die von Worten folgen, ich gebe mich ganz an. Heiland, für die ist nicht unmöglich, mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat, für immer, es in am der Radung, stund ab in jemand den Tod, Jesus jemand den Tod. Schien und Lächeln, lud der Welt dort sein. Wir singen für die Ehe von unseren heiligen Gott. Jesus, schien und Lächeln, lud der Welt dort sein. Wir singen für die Ehe von unseren heiligen Gott. Heiland, für die ist nicht unmöglich. Mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Für immer, es in am der Radung, stund ab in jemand den Tod, Jesus jemand den Tod. Heiland, für die ist nicht unmöglich. Mein Gott ist mächtig in Rat, er ist mächtig in Rat. Für immer, es in am der Radung, stund ab in jemand den Tod, Jesus jemand den Tod. Während het nächste Lied, waar we van deel waren, den opverheven en dit jet dan krijg te helpen de uwen verzommingen betoen. Springs of living water. I thirsted in the barren land of sin and shame, yet nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul they satisfy. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I've trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul they satisfy. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul they satisfy. Drinking at the springs of
Wann het wordt Jezus geven dat den leven wordt, du hast geen eng. Dus je nog voor die ook van ekkel wordt ha. Dus je nog voor die nuba, dus je nog voor die kinderen, die ouderen, wie allemaal dat fehlt. Dus allemaal je nog, en dat scheelt eeuwig. Next hebben we een lied, lenen Gods on Jezus in arms. Oh, zonneschijn, oh, die verred zo groot. Lenen Gods on Jezus in arms. Oh, die zegen groot en die verred is toe. Lenen Gods on Jezus in arms. Bezegd kon ik met hem doen. Lenen, Gott som Jesus sine ons. O, wat schijnt dat jet op dem Reich met Gott. Lenen, Gott som Jesus sine ons. O, wat herrlich es Leben hier auf ihr. Lenen, Gott som Jesus sine ons. Gods verzekerd kon ik met hem doen. Lenen, Gott som Jesus sine ons. Wordt al weg je deur, ik heb keine Angst. Lenen, Gott som Jesus sine ons. Ik heb vrede met Gott, keiner kon verstehen. Lenen, Gott som Jesus sine ons. Gods verzekerd kon ik met hem doen. Lenen, Gott som Jesus sine ons. Himmlische Vater, wir geben uns ganz Hände die. Herr, musst du von dir zu uns reden. Herr, musst du von dir in jedem einen sein Wort geben von deinem Wort. Herr, du die Salz offenbaren zu uns von dir. Musst du Diedrich Kraft geben, damit wir sagen, was du willst haben. Nicht, was wir wollen haben, aber das, was du willst. Du weißt, was uns fehlt. Und musst du dort von dir geben. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Ik ben dankbaar dat we gaan kunnen oefenen hier verzamelen gaan. Ik vertrouw God voor het wiederzien. God weet wat we brücken. Dus je zegt es worden. Sehr dank zijn we brengen voor aanleiding met de schöne gezang dat het de Kjoakj was. Heeft me zeer interessiert en God heeft ons wirklich gezien today. Leen zei een dag, bid voor mijn broer dat hij wordt eind van een enkel. Hij wil niet, hij wil maar bekend was, die weer afgekomen, leef niet meer met een Herrn. Dat is het bed, dat een dag wordt een enkel. En de jongen heeft opbrengt. Hij trok voor een lied in Noorden. Met voor vele strekken, wo er voor stunden en stunden voor op de weg, wo meest überhaupt geen mens weer. En dat is een dag, waar hij klakt op de reis, de verder ging ladig. En er was geen service station, er was geen phone, da moest besturen, wanneer mensen willen weer komen en hem helpen worden. En weet je wat, dat is overal, die moet zich fresh op, zich hier in Engweer. Hij kon nog niet gaan van het, en dan wist hij, kon wie komen, er wordt nog zijn, hij moest bezetten en leren. Wanneer mensen willen weer komen, vielleicht kan van daar, vielleicht kan morgen, hij wist niet wanneer hij weer komen. Den tijd, kwam hij terug naar God. Hij bekeert zich, en hij wil voor God leven. We wonen in een tijd nu Kjoakj, wo viele mensen den coronavirus hebben. De ganze wereld richt zich op. Er is op vele steden, in Nederland, daar weet ik niet hoe ze gaan zijn. Italië is zeer bezat. Mensen met de grenzen toe. President Trump heeft afgemerkt dat hij van Europa nog steeds vliegen nu. Verduidelijk deel. President Trump had van jou aangegeven een dag voor gebed. En dat alle christen aansporen bed. Dat God ons wil helpen.
Dan vragen we, als God eenmaal dingen aan ons een eind te brengen. Als dat wat God wel. Mijn vrouw is, als dat neidig dat God ons maar een eind brengt, waarom niet eierhorchen? Ik weet dat ik nog niet bevriend wie ik hier in de Bibelschool. En stel ik in 1966, dat eerste jaar ik hem weer. En dan deed hij een prediker met, waar hij had op een stap te schaffen, die de lamp weer uitdraait en een paar wal en bij ons, de punt 2 gewoon, hij moest op een huispresident van de universiteit. Dan zei de prediker, God moest me op brengen lijn dat ik mij op een hek kijken. En dat snijdt me diep. Dan weet ik, God, hoop dat ik wel eigen blijven uit u me met kweel. Ik wil horchen uit u me met een voor op een brengen lijn en ik zodat ik weer kom. Dus net zo over is de geschichte van zo'n man staat. En ik geloof, ik kan die geschichte alle. We hebben gebeten, je vraagt God, wat was ik zo metteilen? En dat is de begevenheid wat God me op wat leed, wat ik zo metteilen van net over is. Dat vingen we in Lukas kapitel 15. Just in deze begevenheid kunnen we 3 Timers zeggen. We kunnen zijn de levervoerder, de levende voerder. We kunnen zijn de vergrunste oudste zijn. We kunnen zijn de jonge verlorene zijn. Als die geschichte bekend, we zijn overtuigd dat we nog wat te leren. En ik denk God wel ons snel wat leren. Dat is de geschichte wat Jezus hier vertaalt. Even die geschichte nemen, waar we eerst moeten kijken, wat passiert aan vers 1 en 2. Wenn wir vers 1 und 2 nicht verstehen können, dann wollen wir die anderen auch nicht verstehen können. Vers 1 sagt, da werden viele Sünder und Zöllner, die kämen dichter bei Jesus und haben die Menschen mit Jesus. Vers 2 sagt, die Pharisäer schaffen die Grünsten da wie ein, dann sagen sie, dann hat er noch mal das Tau. Die Menschen können nicht verdrehen, dass Jesus freundlich wäre zu den verlorenen Menschen. Zu dem, was sie nahen, das sind Sünder, das sind schlechte Menschen. Mir ist so, über die Phasen ist mir eine Frau sehr gut geworden, und da habe ich auch für Jahren über nur gedacht, auch auf viele Menschen gefragt. Das ist, wo werden die Zöllner und die Sünder sich nach Jesus zu kommen? Was haben wir gedacht? Nur die Pharisäer schaffen, die werden sich euch zu kommen. Aber die werden sich nach Jesus kommen, und Jesus redet mit der Tau. Da merken wir wieder die Frauen. Sind das so Menschen, die nicht wollen, in die Kirche zu kommen? Und ich frage mich zusammen, sind wir so eine Kirche, wo Menschen, die da verstaat sind, Menschen, die da eng sind, wollen sie in die Kirche kommen? Oder wollen sie das nicht? So sind viele Menschen, die wollen sich nicht in die Kirche kommen. Viele Menschen wollen sich nicht in Jesus kommen, die sagen, ich bin viel zu schlecht. Und die Frau lijkt so wie uns selbst einmal war eine Frau. Wollen die Menschen sich nach Mitte kommen? Ich habe auf einer Stelle oben versammelt. Und dann habe ich da 7 Punkte geführt von den Menschen, die mit Frauen leiden, was die Matteilen leiden, und wo sie nur Rotfrauen leiden. Und die Prediger in der Kolonie, die will nicht so viel versammeln haben, aber sie will nicht schädig. Die hier. Und da liegt in die 7 Punkte mit, wo ich die manche empfangen leid. Dan vroeg ze meine Frau. Sagt, wat denkst du, dat die Menschen all dat te design? En mij weer een vrouw waar ik niet gevraagd werd. Ik hoop hier weer toch wat, dat is echt wat anders wat tijd. Maar ik zeg hier, dat würde al weer in de boodschappen zijn, dat de mensen zich aangeloden vallen. En tweitens, ik zeg mensen, wie wat met en wat niet wieder vertellen. En zo trainen die Frau, welchen Menschen sich, welchen Sünder, Menschen, die nicht rot haben, wollen die sich in uns zu kommen? Das ist eine wichtige Frau, die wir betrachten so. Wisst ihr, die Pharisäer schaffen die werden sich nicht, weil sie wissen, sie werden uitgesteckt bei dir. Sie wissen, sie können wohl hinkommen. Und so dort darf mir die Frau, kann wir betrachten, so nicht Kjoakj zu sein. Dass die Menschen sich unangenehm fallen, dass sie sich frei fallen, kommen uns mitteilen, was entfehlt. Dann vertelt er die Geschichte von nur die 2 Versen von den verlorenen Schub, dann von den verlorenen Groschen, wie wir von nur die 3. Geschichte kommen, von den, was wir getan aus den verlorenen sehen. Das sagt er, dann sieht er auch in
je beste man had twee zeens. En de jongste van hen zei, Vader, geef mij mijn poort van het afgoed, dat mij traft. En hij deelt tot beide uit. En dat deed ook niet lang. Dan pakt de jongste zijn alles toe en reist wijd af van thuis en een vreemd land. En daar vermagelt hij zijn goud door zijn wild leven. En als hij eerst niets meer had, kwam een grote hongersnood in het land en hem veel dat aan alles. Dan ging hij naar een en vermeed zich bij een lunchburger en die schakte hem op een stap de zwien te houden. Hij wordt zich jaren aan de meel geveld met de afsluwen dat ze eten, dat de zwien vreten, maar keiner geeft hem dat. Maar als hij hier te bezinnen kwam, zei hij zu zichzelf, hoeveel arbeider heeft mijn vader, dat genoeg brood zum eten gaan en ook zum eeuwigen. En ik moet hier aan honger lijden. Dan zegt hij, en ik wil me opmerken. Nu mijn vader gaan en dan zei hij, vader, ik heb je zin geen in de hemel, ook geen in die. Ik zie niet meer wie ik die zeenheid. Wist je mijn voor die arbeider meer. En hij ging door op los en kwam naar zijn vader. De vader zag hem. En van wiet af zag hem komen. Am jammer uit over zijn zin. En hij raan aan het jij. Voet hem aan. Kust hem. De zin zei te hem, vader, ik heb jij in die ook in den Himmel gezündigt. En sie dat niet weet, die zin te heiden. Aber de vader zei zu zijn knechts, bringt hem mal hastig een kleid her en tragt hem dat aan. Neemt zijn hand en streckt een ring op zijn vinger en brengt hem show aan te tragen. En brengt een gemasterd kalf her en slacht dort, dan wie willen eten en vrouw zijn. Een zeer interessante geschichte. Deze geschichte merkt mij waar verschillende vrouwen. Eerstens, de zijn wie een beetje willen zijn. En de vader wist dat. De vader wist wat van zijn hij had. En dan zei hij de vader, geef mij mijn poort, mijn afgoed. En ik weet niet hoe oud hij was, maar ik sta me verder, ik kon 18 jaar wassen. Ik kon ook 20, ik weet het niet, maar dat wat ik me nog niet denk. En dan zei ik dat de vader geeft erntet. Ze kregen allebei. Niet plus de jongste, de oudste kreeg het ook. Moet je wat hij zei. En vers 12. En de jongste zei te de vader, geef mij mijn poort van het afgoed. Dat mij traft. En hij deelde aan zijn goud uit. Aan. Niet plus aan. Hij deelde zien. Hij kreeg allebei het afgoed. Het is meer interessant was in een opsnij. De vrouw waar ik met trouble had hier is, als dat een goede vader dat hij wat zien zien, wat hij weet in de rebellische aanstelling heeft, als dat goud met het recht dat de vader aan dat afgoed geeft. Wist u dat dan? Want je wist dat een rebellische jongen, wist u hem dat geven? Dan ga je lange weg kampf, die werd eens een opsnij, die krijgt die werd eens een uitdruk. En die werd eens een vrouw. Wie dat fijn dat de vader aan dat geeft? Wat ik dat dan? En daarachter wijst God mee, wat het met dit weer. Dat zal minder dan actie de rebellische zijn. En wat ik nu zei, dat is vader als God. God geeft mensen wat rebellisch zijn. Je hebt de kracht, je hebt de adem, je hebt de leven. Was te begrijpen, nee? God kon juist den adem wegnemen, de mensen wat aangehouden zijn, dan worden die niet meer aangehouden zijn. Dan zei hij dat aan God zijn genade zijn wie mensen zoals dus verloren zijn. God geeft ons genade en we entscheiden de dingen te doen wat we willen doen en we doen die. Er zijn vele mensen die zijn zeer rebellisch in God.
Und Gott kann bloß den Odem wachen, dann würden die nicht mehr rebellisch sein. Hat das nicht. Die Menschen, die viele andere Menschen dood mehr, die können es nicht tun, und Gott an mich Odem gibt. Dan vraag ik, is dat raar? Is Gott ja recht, dat er dat laat? Niemand bis wir hängen auf hier und sagen, Gott ist Gott. Und er merkt keine Fehler. Er ist nicht arg. Gott jaft den Menschen Odem. Und wenn etwas will mit dabei kicken, wird uns am Leben helfen, dass so ist hier als den Odem, was wir anholen. Er jaft kriegt der, was er nu kriegt in dieser Stunde. Süppen, Drogstrom, Menschen scheiden. Die kriegen all, man Gott die Kraft haben, können ja tun. Gott will das nicht, dass er das sagt, aber Gott lässt ihn das tun. Wir sind mehr eine böse Entscheidung, mit gegenüber, was Gott entgeben hat. Dann haben wir vielleicht so eine Einstellung, dass wir eben Menschen leben, aber so und so. Because sie sind nicht rein. Sind ich dann auch kein von den Vorne sehens? Du Gott sind die Not missbrauchen. Gott jaft uns alle. Von groot tot oud. Von jong tot groot en van jong tot oud. Hij jaft ons alle die Gnade zum Odem holen. Wenn du Jesus nicht nachfolgen darfst, Gott kann die Kraft bloß switchen, du musst geschneit haben. Aber der auch nicht. Und ich habe Gott nicht Gnade. Und das ist Bruder, sie sehen dort Jäuf. Das ist das Bild, wo Gott uns Gnade geben wird. Wo er Geduld hat mit uns. Wo er eens mit Jahren diet, was sie laatst vertaald voor een man voor 21 jaar voor je bed had. Gott wie geduldig mit ihm, 21 Jahre, hij deed bij zijn leven. Und op een, je hebt gerade in nood, en das verlorene Seentje in het huis. Hij bekeert zich, en er kon plötzlich sterben. War er nicht zu begreifen, nicht? Wo war Gott ein Mensch, der so bei sein Leben gelebt hat, denach habe ich Not gegeben, dass ich konnte ankommen, Vergebung fängt, die wird mir am Himmel bearmt sein. Das Gott zu begreifen, was vom Vater dort ist. Was ein gnädiger Vater. Gott habe nicht die Frau stellen, ein beste Reich, Gott ist immer reich. Wir können Gott nicht einmal verstehen, wo Gott ist gerecht. Das ist ein gerechter Gott, ein gnädiger Gott. Das Jung nahm sein Geld, dann ging er seine Weg. Er deed wat zijn Fleischeslast am Verlangen deed. Het interessante Ding, dat 40 Kinder in Vers und Vers 14, dat zijn Geld wie alle, en wie kurz der Hungersnot erop. Dat werd geen met zo, einer wie ons vorher, en de andere na. Ik weet wel, als wie met een Hungersnot is. Da kann sein, dass er in Städten abstehen, was Hungersnot geben, das ist die. Wo wir wie Menschen denken nicht, wie Menschen selbstsüchtig sind. Und ich weiß nicht, selbst wenn das Mal, ich mit einmal sagte, ich fuhr Freitag mit Stuhl, ich wollte uns ein bisschen mit Eten holen, und sagte, der große Stuhl hat eine Dose Eier, eine Dose. Und sagte, der Kjoakj. Und sagte, die Fleischfrischen, die sind alle leerig. Viele Schausen, ich kann nicht kaufen. Hij zei, hij kon alles kijken wat hem veel. Maar hij kon zijn kledingpapier kon kijken. Wie uit. Hij kon spiertjes kon kijken, zijn hij daar meer. Dat is alle waar. En zo'n jaar werken, een schwere tijd. De vraag was, hoe vertrouwen we, wanneer de tijd schwer wordt? Wat moeten we doen, weens? Voor de meeste mannen, ik kon hem stoel voor. Dus kon kijken. Ik leef meestal maar niet in de hand. Dan bet je mij verder als veel in de stad gaan. Veel in de stad gaan voor 1, 2 dagen, dan gaan die met een fles kijken, dat is alles. Maar we kijken wat de tijd waar we leven, dat kan zeer hastig wat een hongersnood komt. En wat passiert, wenn mensen hungrig zijn? Dan brauchen die de Vernunft nicht mehr. Dan holen ze hoe dat is. Keine Schläge, keine deren Talen dan, dan kunnen ze besnel wie ze leven wat essen holen dan. Dat is een schwere tijd. En das junge man, zijn geld wie alle, zijn vriend weer weg, en die weer Hungersnood. Zeg vers 15, dan ging hij en vermijdt zich bij een landesburger. Die schickt hem op een stap de Schwein te heiden. Wie kann dat nicht, aber Juden in Schwein,
die haben nichts mit einem anderen zu tun. Die Juden würden nicht mal von Rindfleisch eten, weil es auf den saucigen Barbecue ihr Brot wäre aus Schweinfleisch. Das ganze Schweinfleisch, und Juden und Schwein, die blieben mitten in Deutschland Arre. Moslems kriegen so. Wir haben ein Stückchen Iowa geschafft und das ist eine Schweinschlachterei. Da war kein Moslem schaffen. Da war kein Jud schaffen. Hat nichts mit Schwein zu tun. Wie kommt das an? Nu wäre so eine Eng, er ging Schwein halten. Auf Stab. Dann sagt er, wo die Schwein, die schlüfen, so schön schmecken die. Und die fraten die schmeckt das schön. Am Anfang tun andere hungern. Aber sie haben auch nicht mehr zum Eten. So das Jung kam wirklich eine Eng. Er wusste nicht mehr, wo der Hand soll. Sagt ein Vers 16, er würde sich gern dem Meer gefällt, mit offenen Schlüven gefällt haben, die Schwein freien. Wo keiner gibt an da. Aber vielleicht ein Mensch kommt leicht, das Mensch wird sehr leicht gekommen in sein Leben. Die Tier, wo er nichts mit zu tun hat, das will er nur abpassen, das will seine Arbeit nicht. Dann sagt Vers 17, als er zur Besinnung kommt, er besannt sich über sein Leben. Warum sehe ich hier? Warum sehe ich am Schweinhack? Ich bin ein kleiner Schweinhack, wie ich bin, aber stark mit einem alten Schweinhack. Warum sehe ich hier? Und du hast daran gedacht, und ihr wisst, dass er einen guten Futter hat. Das wisst ihr. Wo sagt er, ich komme auf mein Haus, ich habe mich aufgehört, ich sehe nicht mehr mit, dass ich mich vor den Sehen sehe. Er ging an sich, und er dachte durch. Dann sagt er, und er sieht sich selbst. Wofür gemeine Arbeiter hat mein Vater? Also nicht dachte man, sein Vater sind Arbeiter. Und ihr wisst aber, Gott das hat. Sagt er, die genug Brot und zum Ewigen haben, und ich muss von Hunger ankommen. Sie sind immer in der letzten Stufe, aus sehen sagt sie nicht wird, um den Vater auf Arbeiter, die Arbeiter haben zu eten. Der braucht nicht mehr aus dem was der hat, der bleibt noch was ewig. Und ich verdorf hier. Das ich muss hier von Hunger ankommen. Dann sagt er, ich will mich abmerken. Ich will mich abmerken. Und du meinen Vater gehen. Dann wollte mein Vater sagen, Vater, ich habe je in den Himmel und je nie gesündigt. Wenn ein Mensch bei hier kommt und eins zusteht, ich sie anrecht. Das braucht wohl. Viele Menschen wollen nicht nach Hause kommen, weil sie wollen nicht zustehen, was sie anrecht sind. Das sind some von den schwanzten Dinge, was Menschen sagen können. Ich sie anrecht. Ich habe gesündigt. Das wird es morgen ankommen. Er kam bei und sagte, ich will mit Vater gehen und ich will das sein. Ich habe gesündigt, hier im Himmel, okay, in die. Ich sehe nicht wie, dass ich den sehen sehe. Und er will sein, kann ich einfach die Arbeiter sein. Das ist, was er im Sinn hat. Dann sagt Vers 19 aus Vers 20. Und er ging dort los und kam nur seinen Vater. Und sein Vater sagt einmal von weit auf kommen. So sein Vater sagt einmal, weit auf, wer kann ihn sehen? Dann sagt er, am Jammer dort. Der Vater hat gekonnt, da sein, nicht? Ja, okay, das kommt das Stück bei ihm. Wer sieht das nicht? Am Jammer dort. Am Jammer dort, wir ihn sehen. Und was deed er? Hij rande met je. Ik weet niet van wie het je was, dat we lang het Zwischentijdje was, maar hij weet niet wie het van zijn arbeiter. Am jammer even in zin. Hij rande met je en pakt in zijn arm. En wat deed hij? Hij heeft hem een kus. De jongen kon me in Schwien hakken. En je pakt aan. Die heeft een kus. Daar heb ik angst als de coronavirus hadden of niet. Daar heb ik angst voor kranken werden, wie is die weer. Zoveel Leute zien, hij pakt ihn an und gibt ihm einen Kuss.
Er sind viele Menschen, die willen sich nicht in de huis te komen. Er was een jongen die weer van thuis weggegaan. En die merkte zich op de huis te komen, man zoekt. En hij had van hem een brief geschreven en zei, kan ik naar huis komen? Zegt daar op den hof van een boom, want ik naar huis kom, woest je dan een witte karre aan ben, dan weet ik dat ik vrijheid heb om zoek af te stehen naar huis te komen. En de zoek kwam naar het dorp en ik heb gezegd tegen hem, kijk die van mij als wat een witte karre is aan den boom. En hij kijkt dus eraf. En zei dan, hey, kijk jongen, kijk, dit is ganz vol witte kaderen. De voerde wel een dier terug gaan. En hij steekt eraf van zoek. En de voerder neemt hem op en ik neemt hem naar huis. En neemt hem dieren op. En dit wijst ons dat beeld van ons hemelse voerder. Hij heeft, dat is een witte karre aangewassen van Jezus zijn karper gebakt, waar de kriets, hij had Jezus aan kriets. Dat zegt de kost naar huis komen. Dan hebben we mensen die zijn in jaar en naar de Bibel staan, de Jugendbibel staan, en dat is een rood. Dan vraag ik, wat is voor weer? Zegt ze, ik kan niet naar God komen. Vraag ik, waarom niet? Zegt God heeft me zo ver gemoond, als zo ver gezegd zal komen, en ik ben niet gekomen, ik kan niet meer. Ik zei, dat stemt niet in de Bibel. Ik sloeg Johannes 6, 37 op, en ik lees het maar. Dan zegt het, wenn er mij komt, wordt ik niet uitstijgen. Ik zei, wat zegt God hier te die? En hij zegt, je wordt niet uitstijgen. Dan was dan komen? Dan kan ik. Wat zegt hij hier? En ja, kom. Ze noemen den Herrn aan. Er zijn vele mensen die zeggen, God, wat wil ik gaan nemen? Ik had te oorlog mee, ik had te graf mee, ik ben te gorstig geweest. Er is keiner te weit afgekomen, wenn ik kon terugkomen. Er zijn vele mensen die zeer diep in zin geweest zijn. En ik kon komen. Ik weet nog een dag, als ik in de Bibelschule weer, zo'n 12 jaar en 3, dan kwam een van de jongens eens zu mir en zegt, mijn broeder, die wil morgen in de schule komen, waar voor den beten. Zegt hij, de priester zeggen naar den, zegt hij, dat Mensch stuk geschoten, en zegt hij, mir is angst. Und ons ziet, waar hij aan heeft vrijdag wanneer we komen. Nächste Nacht kwam hij aan. Hij kijkt den jongen en vertaal met hem. Zei, ik kon met die vertalen. Zei, joh, je bent in een kleine stoel in de Bibelschule. En dat kon ik horchen. Dat was zo uitruig, dat kon ik horchen. Ik kon ik voor die beden, dat ik was horchen. Ja, zegt hij, kon. Ik bid voor hem, dat was ganz ruhig. Dan vertaalde hij zijn levensgeschichte. Ik weet niet al vertalen wat hij vertaalde, maar dat was niet fijn wat hij me vertaalde, wat hij gedaan had. En hij vertaalde, I'm sure ze heeft niet alles vertaald, maar hij vertaalde me hoe hij ben bestuurd. En mijn kop te draaien, zijn broertjes te draaien, kon dus jong vergeving krijgen. En ik kon op keine stad vinden, wat ik van de Bibel kan, dat niet kon komen. Zoals ik uitgereed hoor ik zeggen van de was, kom naar Jezus en hij wordt hier verzeihen. Dat ik kon nog, hè, maar dit en dat doen. Dan denk hij, en in mijn hart, wie vrouw ook zwaar. Want ze weten, je was één weer gekomen. En jongens, die kwamen aan de vrouw en vertaalden me, dit heeft hij doen, dit heeft hij doen. En ik zei niet veel wat hij aan. En wat hij aan dat stemt, wat das jongen zelfs vertaald had. Nächste dag wordt mir angst weer aan. Ik dacht zo, wat heeft hij alles met die Bibel? Kan hij heel nog scheiden? Ik zei, kan je helemaal met die vertalen? En ging we helemaal in de stoel en vroeg ik, wat hast du, wat je niet zo aan Hebrew show? Hij zei, dat was één ding. Ik weet wie zal hier niet sigaren hebben, maar ik heb een hoofdpak sigaren hier mee. Dat is alles wat ik heb, wat ik hier niet zal hebben. Zo dat jij me met vrede. Nächsten Abend, da vertaalde hij, op feier met aan. Voor leraars en voor staf. En die mensen hebben schrikkelijk geroerd. En vroeg ze, was die niet gaan? Ik kan niet. Mensen vroeg jemand aan, kost niet goed ze wat verspreken als je zegt, ik heb nog een contract gemerkt. Naar een mensen scheiden. Die hebben je al uitgehoord. Ik zei, jong, dit moet je brengen. Dit moet je brengen. En hij brukt dat. En als Leute schauen, wenn sie Brücker taupen, dann wieder rein. Ich dachte, wir stoßen nur mit Jesus an. Wir haben am viel Rot gegeben, und an, er wird frei,
Hij ging im Zentrum nemen. En voordat we in Kjoakj getroffen, hadden we de Jugend met. Menschen, wat er diep in Sünden zijn, die kunnen komen. Jezus wordt die abnemen. Jezus wordt die vergeven. En zo, ik geloof niet dat hier weer van jullie zo wie het Essen in Sünden staat. Aber eins von der Fall wir uns, wir sind unja, kongoj. Wenn ich mit höre, das an WhatsApp oder online, da wird ich sagen, du kannst nicht nur Jesus kommen. Gleich nicht, wo du dir in Sünden bist, du kannst kommen. Jesus hat sein Blut für dich vergoten. Und du kannst frei werden. Vers 21. Dann seht ihr sehen zu einem Vater, ich habe in die in jenen Himmel gesündigt. Und sie dort nicht wird, sie dort nicht mehr wird, durch den Sehen heiten. Das Jung sagt, das reicht an. Ich glaube, wir abrechtig. Ich glaube, wir so, was er sieht. So kämen um Vater. Ich sehe nicht wird, durch den Sehen heiten. Aber ich würde sagen, ich habe in den Himmel und in die gesündigt. Vers 22, 23 fangst du das an, die 22. Fang an mit Ober. Ich weiß nicht, wie es Ober gleich, aber wir kamen kurz. Sagt Ober, der Vater sagt zu seinen Kneis, bringt mal das beste Kleid her. So nicht fängt der Vater an zu respondieren zwischen Jung. Der Leib, der vom hat, aber ein Kuss heeft angepackt und sagt, holt das beste Kleid her. Und fragt ihm das an. Nehmt seine Hand und streibt einen Ring auf seinen Finger und bringt ihm Schau anzutragen. Ein Kleid haben wir verstanden, was das wäre. Was wäre der Ring? Der Ring wies, du bist mein Sohn. Das wäre ein Familienring, den er hat. Und das, mit das Ring sagt er, du bist mein Sohn. Ich nehme die an als mein Sohn. Das Kleid antragen, weil ich sagte, du bist mein Sohn. Und der Schau antragen, wie auch, das hat mein Sohn. Das ist mein Sohn. Weil die Studierenden zu der Zeit, die Arbeiter hatten nicht Schau. Dann sind keine Wratsches. Aber der Sohn hat Schau. Und sagt, er bringt ihm Schau und tragt ihm die an. Und dann sagt er, und bringt das gemaste Kalf her und schlacht er. Und dann werden wir eten und froh sein. Aber kostet es nur ein Schritt den Kontrast hier morgen? Von wo der Sehen gesagt wird, er ging Kjoakj, der vor der Gäste wird aufgeholt. Er lebt es an mit Jankert. Die kommt der Dreh. Und die kommt der Vater mit seiner Leib an. Weet je, das ist was Gott hat. Mensch, was so deep an Sünden gewasst ist. Und wenn der Mensch Buße hat, Gott nimmt ihm ab. Gott tut ihm ehren. Gott gibt ihm ein reines Kleid, das Gerechtigkeitskleid, was Gott gibt. Das witte Kleid, wo er keine Sünde mehr ist. Und er wird eine Freiheit sein. Deshalb sagt der Schlachtenkauf, und sie orten und sie wollen freilich sein. Und jeder von dieser Geschichte sagt, und so wurden die Engel im Himmel sich freien, aber jeder Sünde wird Buße hat. Der Engel kann verstehen, was das meint verloren sein, die weten, was das meint geraten worden. Und die freien sich. Die haben eine große Freiheit im Himmel. Und dann sagt er, woran? Vers 25. Willst du das an mir sehen, wird tot. Und er ist zum Leben gekommen. Er wird verloren und ist gefangen worden. Und sie fangen an, Frau zu leben. Was meint er, der wird tot? Der lebt als nichts kann, wird er nicht? Oder wird geistlich tot? Geistlich wird er tot. Der hat sich bekehrt, der ist zum Leben gekommen. Der lebt nu geistlich. Das war er geworden. Der hat den Weg angenommen, den Weg im Himmel. Das ist eine große Wahrheit, was wir als Gott seine Kinder lehren müssen. Kijk niet wat die Menschen in Sünden zijn, die können mit Jesus kommen, er wird ein ganz neues Kleid antragen. Und bitte, was der rein ist von Sünden. Er wird einen Ring im Finger geben, und das wird bildlich geredet, dass er mein Sehen ist.
Hij wordt een Kopf zijn, hij wordt vredig zijn, hij wordt vrouw zijn. En de Himmel wordt zich vrij. Wie alle diese drei Geschichten den Ausdruck haben, so worden Engel im Himmel sich freien. So sollen wir als Gemeinde uns freien. Und vielmals haben wir die Anstalt, wo das alles zu sehen hat. Die alles zu sehen hat eine ganz andere Anstalt. Ich stelle den Mann mit an sich Kjoakj, dass der hat sich bekehrt. Er sagte, dort war ich sein. Dort war ich mal bewiesen. Das ist mit der Anstalt, wo wir fertig haben, nicht? Aber der, was er lösen kann, da, was er mit Jesus wollen, die freien sich. Und wir als Gemeinde haben das nicht sehr noch geäuft, uns freien. Das ist eigentlich Kjoakj. Und da werde ich gleich bekehren, dann holen sie einen Unkerstaub. Laten ze aan en dan vrij zich aan touw. En een over had ik een jong bekeerd dat een werk. En daar een onkers, en de jong kon niet komen. Zegt hij, worden onkers allemaal gaan. We worden vrij, dus juist bekeerd. Jong, niet meer kijken wat met het oudste jong passiert. Vers 24, de oudste zijn ober, zie dat was het woord ober. Wie aber starb, als hij nog naar huis kwam en de muziek hield en zag waar ze dansten, roept hij zich een knecht aan en vroeg, wat jij hier ver? Dan zei hij aan, die bruider is gekomen en die voerde heeft een mastkalf geslacht, wist hij hem waar haft. Dan wird er als zu sehen, da. Und wohl nicht nachkommen. Das ist aus der Fuder. Kennt der Fuder Rüt und Pracheram. Nennt kommen. Der sehen sie über zum Fuder. Kijk mal. Diese dien, in diese Jahren habe ich die gedient. Und sie die einmal gehorsam gewasst. Du hast mir niemals einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden einen Jugendtag haben. Aber nu, dat die Sehen gekommen ist, dass Gott mit Huren verlebt hat, hast ein Vater Maßkalf geschlacht. Hij, der Vater, zei wat aan. Mijn Sehen, du bist immer bei mir gewesen, alles wat mir das verdient. Dat ist doch ganz am Platz, dass wir einen Frauentag haben, wie es dein Bruder wird dood. Er ist zum Leben gekommen. Er wird verloren und ist gefangen geworden. Und als ze sehen, wohl nicht Frau sein. Ich nahm eins und die vergrünster sehen. Und was Jesus hier will wiesen, er wies uns mit das Bild von seinem Diedrich, von seiner Gemeinde. Wenn du das vergleichen das mit der Geschichte von der Schub, der Hoher dient der Schub Segen. De Früh ging den Groschen Segen. De Fuhrer ging nicht in Sehen Segen. Ich habe mich wundern mehr. Warum ging der Fuhrer nicht in Sehen Segen? Ich bin zu einem Schluss gekommen, der Fuhrer will nicht in angehorsamen Sehentus. Der will nicht mehr in Haus kommen. Er will wegkommen von Haus, halt den Tag. Aber was der ist kam, der wird groß op, sein Arms werden op, der packt ihn ab, er nimmt ihn ab. Wird der bei den Ältesten sehen ob? Wir nicht. Also sehen wir vergrünzt, unzufrieden. Ich habe mich gefragt, was bedeutet diese Geschichte von der für uns? Ich glaube, bedeutet mehrere Dinge. Ein Ding bedeutet, dass wenn Menschen, die sich bekehrt haben, dass die Gemeinde gehören, wenn die wegkommen und nicht wollen, dort sein, das soll wie Gott hier ran. Die kann zurückkommen. Wenn sie nicht wollen zurückkommen, kriegt es die Vorder nicht wollen angehorsamen Sehen Tus haben, so will Gott an seine Gemeinde auch nicht angehörsame Kinder haben. Aber das ist nicht mit Zeit, das nicht. Wenn ein Mensch nicht will in der Gemeinde sein, dann verstehe ich von der Geschichte so, wie braucht er mich hier ran praten so zurückkommen.
Wer wordt dat genannt het verloren Schub sehen? Das ist nicht verloren Schub, das ist weggegangen. Das ist angehorsam. Wenn die kijken is in vers de eerste Geschichte, dat verloren Schub, warum wir gerade sehen? Bis dat Schub wie irgendwo hängen geblieben. Und 100 Schub, und das ist die Tal, die das hineinkommt, wie eigentlich da, der letzte Tag hier gerade sehen. Dort wie eins, wo hat nicht vielleicht raufgerichten, einen Stockmaschinen oder irgendwo, wie nu sagt, ich bin hier rangekommen. Hier das Segen, leitet aber schon und bringt in ein Haus. Ich glaube, als Gemeinde soll wie der verlorene Schub, das soll wir sehen. Das soll wir in ein Haus bringen. Und wenn wir kicken nur das, den Groschen, das ist uns abgeholt, den verlorenen Groschen zu sehen. In ein Haus bringen, in uns freien. Aber das richtige Gemeinde hat abgeholt, den verlorenen sehen. Das ist zu schlau. Aber wenn der kommt, dann ist der Gemeinde abgeholt, mit offenen Arms Reitstuhl. Den abnehmen, den teilnehmen. Wenn der Gebuße doen hat, dann ist der welkom terug te komen. Ja, wie vielmals die ältere Seens an der Kjoakj. Und die willen niet in huis gaan. Daar heeft hij wel hoe wij zeggen, nu laat hem bijblijven. Aber der Vater, der laat nach diesen Eltern sehen, okay, dann kommt die auch terug. Das ist ein wunderbarer Vater. Die führt eine Botschaft zu predigen an den Vater. Wir haben nicht viel Zeit zu das tun, aber ich kann ein paar Dinge mit sein zu begreifen. Das Vater, verstehe ich wie Gott, nach Gott, und das ist Geschichte. Das Vater hat offene Arme. Wenn wer Buße hat, das ist willkommen. Wenn ich Buße hat, nicht tun will, er wird nicht hier ran. So, wo fängst du die an diese Geschichte von der aus? Was sind Rebellen schon sehen? Dann lässt die Vater die an, der wird sein gekommen, der kommt die Euer an, der kommt die entgegen. Er wird die anpacken. Er wird den Kuss geben. Er wird die Willkommenheit. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Aber fängst du die schnell aus der Alster sehen? Du bist in gingst in de vinger wijzen. Als ze allemaal de bellers was, dat is hebben ze levensstiert janken. Wanneer de mens komt, dan zal wie opzetten, op te nemen. Wanneer de verloren Sünder komt, wie zal hem opnemen. En wie zal hem helpen dat hij wordt terugkomen. Dat hij wordt metkomen met het woord Gottes. Da wir mal Hermann Kloster in Belize, dass die Ohren versammelt hadden, hat er sich bekehrt. Ich hatte lang vergeten, aber wij vertalen mir das nicht lang trägt. Dann sagt er, am Haus, ich kann abgenommen, ich habe einmal ein bisschen verstanden. Wo er herkommt, der von Shipyard, sagt er, da fällt mir so verstanden, von der Prediger, die er kommt. Sagt er, das passiert nicht, ich habe so. Er traf nach Kanada. In Kanada ging er in die Kjoakj und dann erfuhr er, da war Klaxenstadt, wo die Prediger, die er kommt, die haben ihn nicht recht behandelt. Er fällt sich weggeschoben. Nur als es seine Schuld war, er nicht da bei denen nicht. Aber er war schließlich so mutlos, er fuhr gleich mal in die Kjoakj. Die Friede Border da Mama. Er kam mit dem Punkt, wo er für seine Früh sagt, ich sage Gott auf, und ich lade so zu einem mein Leben zu kommen. Und er lebt ein beises Leben. Und er sagt, ein Tag, word ik aangeloot naar een stad waar mannen toe vieren. En zegt hij, daar zag ik me hoe ik stond. Zegt hij, ik heb boete gedaan. Ik heb tegen God gekomen, God heeft me vergeeft. En ik ben zo froh voor dat leven wat God me gegeven heeft. Deze hooping zullen we allemaal willen hebben. Mensen kunnen terugkomen naar God, wanneer God weggesmeten hat. Die kunnen terugkomen. Weil Gott ans Brücke will, um den Menschen halten in die Buße, soll ihm abnehmen. Der Heilige Geist wird seine Arbeit tun. Und so von deswegen ist die Frau, wir haben uns wieder Ferien, wir haben uns in Fuder Ferien holen, wir haben uns in Jungen Ferien holen, in Alten Ferien holen, wir haben geredet von der Schub, von den Groschen. Wo befängst du dich von das aus? Willst du sehen, was all gekommen ist? Dann preis dem Herrn. Wenn du noch nicht gekommen bist,
En laat Jezus staan, kom terug. Kom terug naar voren. Hij wordt hier op. Met open arms opnemen. Bekend wo du stehst. En vrouw aan om vergeving. En hij wordt je vergeven. Uitopstond in gebed. Und ziemlich Vater. Du hast uns hier noch hohe Botschaft gegeben, Lukas 15. Du hast uns das ernstlich festgestellt, was passiert mit den Seen, was von Tüß wegging. Und verlebt sein Gott und sein Scheingehen. Maar dan begin je een hongersnood. En hij ging aan zich. En ik heb trainen voor. Her, wanneer je even hiert, deze boodschap hiert, en dat is vielleicht nu, hier in de Kjoakj, oder hoort online, oder hoort over WhatsApp. Her, wanneer zo'n aas wat er niet tegenkomt, als ik bid, als ik gast Gottes zou betraken, dan wordt ballig aan te komen. En bekend, ik zie zonde. Ik zie onrecht. Ik zie niet veel Gottes in te houden. En du, Herr, was hem opnemen. Ik dank je daarvoor. Hij zal weer plaats de andere broeders zijn, wat er maar vergrondst is. En ontevreden. Ik weet, Herr, dat u was doorgenoeg schenkt, dat we ook willen komen. Zo ze gingen er zijn. Een stemmetje, om vergeving vrouwen en werkelijk te die komen. Ik dank de Herr, dat u ondoen is, waar we staan, dat we kunnen die komen. En we kunnen vergeving vinden. Moest die Herr, als dat hij nooit schenkt, wil ik hem Jezus willen. Amen. Waar we staan blijven, de zingen worden ver komen. En wanneer u niet klaar bent voor de stijs, dan wordt die aanloden, blijf terug. We worden komen te beden. De vrienden en ik worden hingen met mensen begrijzen. Hier is broer Bruin, hier is broer Herman. Hij wordt helpen. En hij zegt, mij ander wat worden helpen. Hij zegt, drie minuten te beden, je te helpen. Ze moeten wat ons, die horen ze moet wat schenken. Nu verlangen als tijd te komen. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Herr Gott im Himmel, wir danken dat u een gnädiger Gott bist. Ik dank u voor hem die hier komen is van zoals te horen. Ik dank u voor al die wat online, wat WhatsApp worden horen. Ik bid dat u wordt die geest arbeid laten, dat hij ons wordt traken. Geef ons de welligheid te komen, Herr Jezus. En die laat ons zijn. Zodat iemand samen als de overste de geest je mond heeft terug te blijven, moest je die persoon kracht geven, zetten te blijven, omdat we hem helpen kunnen. Omdat u hem helpen kost. Zijn deze gemeente,
Sie in Friede Brünen und all die Lehrer die Kjoakj, die Diakonen en de ganze Behörde, die ganze wat uitgeschwommen in de Kjoakj, zij neemt, dat die Kjoakj wordt stoen als een klaar licht, dagen voor die. En we hebben dan al die eer geven, die loven en prijzen, om Jezus willen. Amen. Amen.